Heute geht es um das Batterieproblem, das aktuell der ein oder andere vielleicht hat. Ja? Und dafür bin ich bei dem Florian, hier dem Experten von WCS Mobile Technik. Wir haben jetzt einfach mal exemplarisch eine WCS-Batterie genommen, logischerweise. Hier geht es jetzt aber nicht nur um die WCS-Batterien, sondern eigentlich um jede Lithium-Batterie. Ich wollte gerade sagen, das Problem ist an sich bei nahezu allen Lithium-Batterien am Markt, oder das Problem ist bei allen. Das Problem ist einfach, dass viele Leute gar nicht auf ihr Fahrzeug drauf achten oder beziehungsweise auf ihren Batterien drauf achten. Dann werden die Autos abgestellt, dann wird irgendwann angelassen und wenn es nur ein Blindstrom ist, der 1 Ampere die Stunde 0,5 Ampere die Blindströme fließen, auch dann ist irgendwann eine 100 Ampere, eine 200 Ampere Stunde Batterie leer. So, und dann ist einfach das Problem, entweder muss man hingehen, sich eine Batterie kaufen, was wiederum lange nicht jeder kann, eine Batterie kaufen, die ich per App ausschalten kann, dass ich wirklich sagen kann, ich kann die, ich sag mal, Lagermodus, Winterschlaf versetzen, macht die Batterie aus, setzt die Fahrzeug weg, Batterie aus, hab dann keine Sorgen. Oder ich sorge dafür, dass das Fahrzeug am Landstrom bleibt, dass es konstant nachgeladen wird oder überwache es auch. Ja. So, und viele haben halt einfach das Problem, dass dann so eine Batterie, wenn ich so eine Batterie hier habe, die dann leer ist. Und ich mache noch mal ganz kurz ein Beispiel dazu, weil, wie gesagt, ich habe jetzt viele Kunden oder einen jetzt im Speziellen, der hat gesagt, hier pass auf, ich habe ein Auto gekauft, ja, der hat von mir diese Batterie bekommen und der hat sonst nichts in diesem Auto eingebaut bekommen. Also der hat keinen Wechselrichter, keine großen Verbraucher. Er hat die Batterie auf 100% vollgeladen, hat das Auto abgestellt für 2 Wochen, ohne es am Landstrom anzuschließen, weil die Batterie war ja voll. Und dann hat sich aber die Batterie entladen, was ja normal ist. genau, ich habe Batterie. Ich habe auch, wenn ich fast nichts im Fahrzeug habe, nur eine Fahrzeugsteuerung und ein Display, was im Standby ist. Ich vergleiche das immer mit dem rote LED am Fernsehen. Wenn die an ist zu Hause, braucht der Fernsehen auch Strom, auch wenn es nicht viel ist, aber sie braucht Strom. So, und irgendwann ist die Batterie halt dann leer. Genau. Ist sie halt dann leer. Irgendwann ist sie leer. Und dann kommt halt dann auch oft der Einwand, ja, aber für was habe ich denn dann das BMS, das Batteriemanagementsystem? Das soll doch meine Batterie überwachen und schützen. Macht es ja auch. Die Batterie ist ja nicht kaputt, wenn sie leer ist. Sie ist auch nicht kaputt, wenn die 2-3 Tage steht. Aber das Problem ist, wenn die dann 2, 3, 4, 5 Wochen, Monate steht leer, dann driftet irgendwann so eine Zelle weg, weil eine Zelle kann nur ausbalanciert werden, wenn auch ausreichend Energie vorhanden ist. So, und dann kann natürlich passieren, dass so eine Batterie nach Monaten, Wochen dann auch kaputt geht. Wenn ich schnell genug reagiere und sage, shit, meine Batterie ist leer, dann schaltet das BMS ab, eine Unterspannungsabschaltung, gar kein Problem. Dann gehe ich hin und lade meine Batterie wieder. Womit wir natürlich bei dem Thema sind, dass es nicht immer funktioniert, je nachdem, wie lange hat die Batterie gestanden. Genau. Was habe ich für eine Ladetechnik im Auto? Richtig, wenn das Auto jetzt, sage ich mal, 2, 3 Wochen lang rumstand, die Batterie ist, ich sag, tiefenentladen und die Spannung, also nicht nur die prozentuale Anzeige, sondern auch die Voltspannung ist, sage ich mal, bei 5 oder 6 Volt, dann lässt die Batterie sich nicht mehr laden. Nee, dann Also gibt's nicht mit jedem Ladegerät. Nein, genau, dann gibt es halt spezielle Ladegeräte oder auch mit dem Ladebooster zum Beispiel, auch mit dem Fahrzeug starten oder beim Solarregler. Dann ist es so, dann kann ich so eine Lithium aktivieren, wecken. Wir haben es bei unseren Geräten, du hast es in der Hand, ob es beim 35 Ampere Ladegerät ist es so, bei den Solarrechlern ist es so, die haben diese Lithium-Aktivierungsfunktion drin, dann fahre ich das Auto aus der Scheune raus, wenn ein bisschen Licht ist, dann aktiviert der Solarregler schon die Lithium-Batterie wieder. Oder auch beim Ladebooster startet das Fahrzeug. Aber irgendwas muss ich dann natürlich im Fahrzeug haben. Und mir bringt natürlich nichts, wenn ich das super Ladegerät von WCS habe, aber das Auto nicht am Strom angeschlossen ist. Dann sind wir wieder bei der Folge, genau. Das ist natürlich einfach irgendwo... Oder wenn ich ein Solarpanel habe und das Auto steht in der Halle. Oder einen Ladebooster habe und das Auto ist aus. Starte. Ja, genau. So, können wir jetzt weiterspielen. Richtig. Genau. Und darum ist da natürlich immens wichtig, dass man eine vernünftige eine solide Ladetechnik hat. Wenn einem das mal passiert und man hat mal gepennt, das kann jedem mal passieren, bist krank, hast nicht nachgeguckt, wie auch immer. So, dass ich dann wirklich auch die Möglichkeit habe, mit meiner Technik die Batterie wieder voll zu laden. Klar muss man dann schon mal ein paar Euro mehr investieren, in der Hand nehmen und sagen, komm, ich mache das jetzt und habe es vernünftig. Aber wenn dann so eine Batterie kaputt geht, egal ob die jetzt von uns ist oder ob die blau, orange oder grün ist egal. Man muss sie pflegen. Und das ist ja bei einer normalen Starterbatterie genauso. Ja? Und wer jetzt sagt, pass auf, ich habe eben kein ich habe keine Möglichkeit, mein Auto am Strom anzuschließen oder ich habe eine Solaranlage, aber das Auto steht in der Halle, der sollte sich halt im besten Fall so eine Batterie kaufen, wo er sich, bevor er sie
also man sollte die vollladen, die Batterie, und dann sollte man sich halt mit seiner App verbinden und die Batterie ausschalten. Genau. Weil dann kann sie sich nicht entladen. Nur wenn ich das nicht mache, dann hat man eben die von dir genannten Kriechströme, die man im BMS gar nicht registriert, weil sie halt Nein, so weil sie minimal so minimal sind. sind, genau. Ja, so, und dann habe ich einen schleichenden Prozess und dann ist die Batterie halt irgendwann tot. Genau, da sieht man dann auch die Prozentzahl. Das ist, wie gesagt, auch nicht nur bei uns so. Die Prozentzahl bleibt dann relativ weit oben stehen und die Voltzahl fällt dann immer weiter. Für jeden ist so eine Alarmgrenze, muss irgendwo so 12 Volt, 12,1, 12,2. Dann reden wir schon fast über eine leere Batterie. Egal von welchem Hersteller und auch egal, in welchem Fahrzeug sie eingebaut ist, dann ist, egal was sie anzeigt, dann ist so eine Batterie nahezu leer. Und da sollte man immer halt wirklich den Blick auf die Prozent und auf die Voltzahl werfen und nicht nur speziell nur auf die Prozente halt versteifen. Ne? Wir haben das Ganze jetzt hier mal, sage ich mal, simuliert. Heißt, diese Batterie, die ist jetzt komplett tiefenentladen. Genau, die ist jetzt leer, die ist jetzt aus. Können wir auch hier mal zeigen. Wir finden die auch noch gar nicht in der App hier. Wir wollen uns jetzt per App verbinden, um, sage ich mal, die Batterie halt zu überprüfen. Geht aber nicht, weil sie Genau, komplett hier platt ist die ist. 244 auch. Also und wenn ich, wie gesagt, jetzt ein Ladegerät habe, eine Ladetechnik habe, wo ich es dann mit simulieren kann, dann muss ich ja mein Fahrzeug in einem Landstrom stecken, starten oder ins Freie reinfahren. So, dann hört man schon, fängt das Ladegerät kurz an. So, und jetzt kommt noch die Batterie. So, und dann kann ich mich hier mit der Batterie wieder verbinden. Das kann man sehen, lädt die Kombi. Und hier sehen wir das, was ich gerade sagte, die Spannung ist da schon entscheidend. Ne? Wir haben jetzt 11,2 Volt, die ist radikal leer, die Batterie. Ja. Gut, die haben wir jetzt heute Morgen leer gemacht zum Zeigen für den Film. Ja. Aber wenn die natürlich jetzt dann 3, 4, 5 Wochen oder länger steht, dann steht die auch 4, 5, 6 Volt. So, und dann sind wir natürlich in einem Bereich, wo erstmal die Zelle wieder vernünftig balanciert werden muss. Und das geht im meisten Fall dann auch noch gut, aber es gibt natürlich, irgendwann ist der Grenzbereich erreicht, dann geht es halt nicht mehr gut. Dann reden wir dann einfach über einen Zellenschaden. Ne? Richtig. Und Oder die nur aufwendig dann wieder refreshed werden können. Ne? entweder das oder ich brauche halt wieder so ein Ladegerät, um die Batterie halt aus diesem Tiefschlaf, sage ich mal, Zu aktivieren. zu aktivieren. Also die Basic-Kombi kann es auch bis zu einer gewissen Voltspannung. Ja. Ja, hier bei diesem Ladegerät würde ich mal behaupten, macht man am wenigsten falsch. Definitiv. Ja. Und ich sag mal, ist ja vergleichsweise zu einer Batterie, was eine Batterie kostet, auch wieder egal von wem, ist so ein Ladegerät ja ein Bruchteil davon. Ne? So, und wenn ich es dann vernünftig habe, wir haben es schon mal öfter gehabt, das Thema, die Systeme müssen halt aufeinander aufbauen. Ne? Ob es denn die Ladetechnik ist und manche Kunden haben einfach, nur weil sie eine große Batterie haben, so eine hohe Erwartungshaltung, Genau. Was aber gar nicht real ist, weil es einfach nicht zusammenpasst. Ne? Genau, also man braucht nicht nur die richtige Batterie, sondern eben auch die richtige Ladetechnik, egal ob es jetzt eine Kombi ist, das WCS-Ladegerät oder was auch immer für eine Marke. Ja, Genau, man ist muss sich darum Grundsatz so, kümmern, ne? nicht nur Genau. Batterie tauschen, sondern auch immer an die Ladung, an die Erhaltung denken, an die Pflege. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt es erstmal ausprobieren mit dem Ladegerät, das jetzt drin ist ja kein Problem. Nur wenn ihr euer Auto länger abstellt, macht die Batterie bitte immer zu 100% voll, verbindet euch per Bluetooth, macht die Batterie aus, weil dann kann sie nichts verbrauchen. Wenn ihr die Batterie nur voll ladet, die Batterie aber nicht ausschaltet, dann ist sie irgendwann leer. Aber es wäre mit der AGM das Gleiche. Ist Mit mit der AGM das Gleiche. ist das Auto vielleicht 4 Tage an, Richtig. mit der Lithiumbatterie dann von mir aus 10 Tage, Ja. aber auch dann ist es leer. Ja. Weil eine Lithiumbatterie ist kein 7. Weltwunder. Eine Lithiumbatterie ist halt eine Speicher auf einem relativ kleinen Platz, einen großen Speicher im Gegensatz zu einer Bleibatterie. Die Technik, die hier drin ist, was ja eine AGM-Batterie nicht hat, also dieses Batteriemanagementsystem, das praktisch die Zellen überwacht, das braucht ja auch Strom. In diesem Sinne, wir freuen uns auf eure Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch wie immer gerne. LKA, liken, kommentieren, abonnieren, Daumen hoch und vielen Dank, Florian.